Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden die Kabine, die Motorhaube und die Türen und die Luke lackieren. Und das machen wir in meiner Halle, also im Bastelsaal. Also, das ist die Motorhaube, gespachtelt, innen drin verstärkt. Jetzt haben wir alles gemacht, all das hier. Alles neu, geschliffen mit Harz. Das ist die Kabine. Im ersten Schritt lackieren wir sie unten. Und wir haben hier nochmal alles mit Sikaflex abgedichtet, jede einzelne Stelle. Paul müsste gleich kommen und dann können wir die 3 Palmiols aufbauen. Und mein Ziel ist es quasi, dass sie hier so schräg im Bastelsaal stehen. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was ich meine. Also ich habe jetzt hier quasi die Tischkreissäge hingestellt, einen Kompressor und so und eine Werkbank. Die andere Werkbank ist hier, soll der Arbeitstisch sein. Und dann ist hier alles frei. Und die Kabine kommt dann noch nach vorne. Und dann ist der Plan, dass hier 3 Palmiols so schräg stehen und das irgendwie aufgeht. Ich hoffe, wir müssen nicht den Nussar nach hinten rollen. Aber ja, das finden wir jetzt mal raus. So, es klappt recht gut. Die 3 Pavillons stehen dank Paul seiner Hilfe. Und jetzt müssen wir alles mit Folie abkleben, gucken, dass es ein Reinraum wird. Und dann können wir die Motorhaube reintun, die Türen reintun, die Luke, haben wir vergessen, reintun und dann die Kabine reintun. Wir haben nur ein Problem, denn die Kabine ist ziemlich hoch, das sieht man auch hier hinten. Die passt quasi gerade so hier runter. Und dafür habe ich ein Heck gebaut. Der kommt jetzt. Ich habe mir diese Adapter gedruckt von Pavillonfuß auf Lastenrad Querstrebe. Oh, das teste jetzt mal kurz hier, du darfst mal nehmen. Danke. Lass mal hier nehmen. Einer fehlt noch. Ja, ich habe einen 5. gedruckt, falls du zu grob bist. Der ist quasi Ersatz. Okay. Aber sei nicht so grob, okay? Ich versuch's. Bisschen grober. Okay, passt. Fest. Okay, Ich passt. hab's gehört. Wir gehen mal vor. Oh. Ja, es sieht ganz gut aus, aber leider ist es zu hoch geworden. Und darum als Workaround werden wir jetzt einfach diese Lastenrad-Dinger absägen und ich werde die mir einfach neu besorgen. Bis gleich. Auf jeden Fall das größte Festival-Pavillon, das man jemals gesehen hat. In dem Ding sieht sogar Paul klein aus. Chillig. Okay, let's go. Okay, das hat super geklappt. Danke Paul für deine Hilfe. Wir haben jetzt hier 3 Pavillons aneinander gebaut und den vorderen sogar noch erhöht. Wir haben schon alles reingetragen, alles mit Aceton gereinigt, davor noch mit Druckluft abgestrahlt, damit es möglichst staub- und fettfrei ist. Und der Plan für die kommenden Tage ist jetzt morgen, also in diesem Video gleich, wird die Rückseite der Kabine lackiert. Danach wird sie gedreht auf die Unterseite, gerade ist sie auf der Rückseite. Dann lackieren wir die Kabine innen, die Türen innen und die Luke innen. Und am letzten Tag, das ist dann Samstag in der echten Welt, wird dann mit Strukturlack die Motorhaube außen und die Kabine außen lackiert. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich sag's euch, Schicksal. Ich habe die Teile gekauft, aus Versehen, und die passen genau hier hin, um das hier abzudichten. Es ist einfach genial. Es ist wirklich genial. Wirklich, das ist bei mir immer so. Ich kaufe aus Versehen irgendein Werkzeug und dann brauche ich es einen Tag später. Es ist einfach krass. Glaubt ihr an Handwerkerschicksal? Ich auf jeden Fall. Okay, ich werde jetzt noch kurz die Kabine mit Aceton reinigen und dann muss ich sie noch abkleben, dass wir morgen nicht zu viel lackieren. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der erste Lackierschritt erledigt ist. Macht's gut, bis gleich. Okay, Tag 1 ist rum, kurzer Zwischenstand. Der Boden ist lackiert, aber leider haben wir Probleme mit diesem Strukturlack. Aus irgendeinem Grund kommt die Struktur nicht. Wir wissen nicht genau, ist es die Pistole, ist es der Lack, keine Ahnung.
werden wir morgen klären. Und dann melde ich mich wieder, wenn wir das nächste Mal lackiert haben. Da kann nicht viel schief gehen. Also, bis gleich. Wir haben jetzt die Innenseite der Kabine, die Innenseite der Türen und die Luke innen lackiert. Ging ziemlich gut zum Glück. Der Filler oder die Grundierung war ein bisschen stressig, weil die immer so dickflüssig war, hat aber geklappt. Und die Farbe, also der matte Lack, das ging super von der Hand. Jetzt heißt es für mich noch kurz warten, bis alles trocken ist. Dann kann ich kurz den Zwischenstand filmen. Und dann wird morgen früh nochmal der Strukturlack lackiert. Dafür habe ich jetzt nochmal was nachgekauft und so Strukturpulver gekauft, womit dieses Finish richtig gut werden sollte. Ich bin sehr gespannt. Puh, das war nochmal anstrengende 5 Stunden oder so. Habe heute Morgen bestimmt 2 Stunden abgeklebt. Also wirklich alles, die Türen, die Kabine, die Luke, vorne, unten. Das war krass. Und dann haben wir mit der neuen Pistole lackiert, die ich kaufen musste, weil wir keine grob genug Pistole hatten. Die ich gekauft habe, die hatte dann 2,5 mm Durchmesser und damit hat es ganz gut geklappt. Wir haben zuerst 2 Schichten gemacht mit dem Strukturlack ohne Verdünnung. Und dann haben wir dieses weiße Pulver da reingeleert, was angeblich noch mehr Struktur macht. Und ich muss euch sagen, das ist so richtig gut geworden. Ich bin sehr zufrieden. Ich lasse jetzt noch alles trocknen und warte mal ab, wie es so aussieht. Ich werde dann noch kurz die Motorhaube innen einfach schwarz lackieren. Ja, und dann ist dieses Teilprojekt fertig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch die Farbe gefällt und ob ihr auch Fan von Strukturlack seid. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Kuckuck. Hallo, abonnieren nicht vergessen. Das ist nicht gut. Was ist das? Das ist schwarz durchgesickert. Oh nein. Ich bin so gespannt. Oh. Okay. Hey. Ich habe gerade mit Paul, danke Paul für deine Hilfe, die ganzen Pavios abgebaut und die ganzen Folien und so in den Müll geworfen und uns das Ergebnis angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Sieht richtig cool aus. Also klar, man sieht, der Hussar ist ein bisschen älter, hat hier seine Macke und so, aber ja, ist richtig gut geworden. Ihr könnt gleich sehen, was nicht gut geworden ist. Vorne am Logo ist der Lack leider ein bisschen aus dem Klebeband raus. Da habe ich wohl zu schlecht abgeklebt oder man kann den Strukturlack nicht so gut abkleben. Und ja, da müssen wir noch mit dem Pinsel einfach nachpinseln demnächst. Und unten an der Motorhaube ist auch ein bisschen der schwarze Lack so ums Eck gezogen, wie auch immer das möglich war. Aber ja, ich bin froh, dass es fertig ist und ich freue mich schon drauf, wenn diese sandgelbe Kabine auf diesem schwarzen Gestell ist. Das wird so gut aussehen. Okay, also das war es jetzt wirklich mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt gibt es für euch noch das fertige Ergebnis. Ciao.